되네. 다 가정하도 다 뭔가든지 다 민영 공부지야 답시지 말은 다 직도를 주시려고 했어. Letztes Mal habe ich kurz erklärt, wie man das wünschende Bodhicitta nicht zugrunde gehen lässt, sich nicht degenerieren lässt. Es ist auch wichtig, nicht nur das wünschende Bodhicitta sich vermindern lassen, sondern durch die Praxis zu versuchen, die Stärke des Bodhicitta anwachsen zu lassen, die Kraft des Bodhicitta anwachsen zu lassen. Stufenweise nehmen wir dann die eintretenden Bodhisattva-Gelübde und dann ist es wichtig zu wissen, worin sie bestehen. Im Allgemeinen, wenn wir einmal die Bodhisattva-Gelübde genommen haben, ist es sehr schwierig, in verschiedene Handlungen auszuführen, die gegen die Gelübde gehen. Deshalb ist es wichtig, die Gelübde zu kennen und zu wissen, wann wir sie übertreten haben und wann nicht. Manche Leute, die die Gelübde nicht kennen, die übertreten sie. Und dann auch die Leute, die Gelübde kennen, übertreten sie trotzdem. Ob wir die Gelübde jetzt kennen und sie übertreten oder ob wir sie kennen, beides geschieht aus der Kraft der Unwissenheit. Wenn wir sicher sind, wenn wir uns unserer Sache sicher sind und diese Sicherheit beruht auf die Kraft des Verstehens, dann ist es schwieriger, sie zu übertreten. Ich werde jetzt nicht noch verschiedene Sachen sagen, sondern sofort damit anfangen. Was die Bodhisattva-Gelübde angeht, dann ist es wichtig zu wissen, wann man einen Fehltritt begangen hat. Und es gibt 18 Hauptgelübde und dann gibt es Nebengelübde. Die erste Wurzelgelübde, es sind Grundniederfall, weil wenn man die übertritt, dann hat man dieses Gelübde von der Wurzel her verloren. Dann hat man dieses Gelübde aufgegeben. Deshalb ist es extrem wichtig, die Wurzelgelübde nicht zu übertreten. Die andere Nebengelübde, wenn man sie übertritt, das ist nicht so extrem schwerwiegend.
바로 버릇됐지 모두 마음도 배냐가 되게 차고 가버지 모두 선대 송아 그랬어 이다 말한다 이인다 그러 대인들가가 아주 이인다 이인라는 샤샤는 되고 말했어 다 서서진 답시 빵고 그래서 아주 다 서서마지나 그냥 같은 거래 네 너무 쉬 된지 그 문제가 잘 그랬어 So then it's commonly said of Es wird allgemein gesagt von Joe Atisha, was die 3 Arten der Gelübde angeht, was die Pratimoksha anbelangt, die hat er fast nie übertreten. Was die Bodhisattva-Gelübde anging, die hat er gelegentlich übertreten. Aber was die tantrischen Gelübde anging, die hat er übertreten, so wie der Regen niederfällt. Also für uns gewöhnliche Wesen werden wir die Bodhisattva-Gelübde übertreten. Aber es ist nicht gut genug, es dabei zu belassen und zu denken, ich bin ein gewöhnliches Wesen und deswegen breche ich diese Gelübde. Aber wir sollen stattdessen Anstrengungen machen, um sie so gut einzuhalten, wie wir nur können. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir die Gelübde studieren, um sie gut zu verstehen. Das gerade na gut chutardos denn mal chutardos my nose is running a little bit. Meine Nase rennt, meine Nase läuft. So it's important then to understand the root and downfall as well. Es ist sehr wichtig, die Hauptfehltritte gut zu verstehen. So it's probably easiest if we just go through the root downfalls. Am leichtesten ist es vielleicht, wenn wir diese Gelübde durchnehmen, so wie sie im Guru-Yoga in 6 Sitzungen erklärt sind. Weil ihr das regelmäßig macht, dann werdet ihr euch ja dann damit familiarisieren, mit der Art und Weise, wie sie da aufgezählt sind. So then, if we look at the words of the 18 root Wenn wir uns die Worte der 18 Wurzelfehltritte anschauen, das erste Gelübde ist, uns selbst loben und andere herabsetzen oder kritisieren. Geshe-la fragt, ob die Worte in Englisch dasselbe sind. Die ist sehr gut übersetzt in Englisch. Sich uns selbst loben und andere kritisieren. So then the first one, it's like praising oneself and then putting down. Sich selbst leben und andere herabsetzen oder kritisieren. Das tun wir aus Gewohnheit und machen das kann sehr leicht passieren, dass wir das tun. Wir haben die starke Gewohnheit, das zu tun. So then, if you ask, well, does it mean that, heißt das denn, dass wir nie über unsere eigenen Qualitäten sprechen sollen? Sollten wir nie sagen, dass wir bestimmte Qualitäten haben? Nein, das heißt das nicht. Man braucht nicht zu sagen, ich habe überhaupt keine Qualitäten. Wenn man gewisse Qualitäten hat und das stimmt, dann kann man auf ganz ehrliche Art und Weise über diese Qualitäten sprechen oder kann sie ausdrücken.
So then what is the commitment? Not the commitment, but what is Danke. the engaging in this downfall? I mean, what action what action do you engage in that you transgress this downfall? Was muss man denn machen, damit es zu einem Fehltritt wird? Wenn aus Anhaftung an den eigenen Nutzen diese Dinge tut, wenn man aus Anhaftung an sich selbst möchte, dass die anderen einem dienen, einen loben, und wenn man aus diesem Grund Qualitäten über sich preisgibt, die man nicht hat, und wenn man mit derselben Handlung und wenn man mit derselben Einstellung aus Anhaftung für sich selbst andere herabsetzt, und indem man sagt, dass man selber besser ist und die anderen viel schlechter sind, und über die Fehler der anderen spricht und sie herabsetzt. Ja. Wenn man aus Verlangen nach eigenem Profit und Respekt andere herabsetzt und sich selbst lobt, dann begeht man diesen ersten Fehltritt. Damit das eine vollkommene Übertretung wird, da müssen 4 Zweige komplett sind. Aus Anhaftung sich selbst loben und andere herabsetzen. Ja, aus Anhaftung an Profit und Respekt. Ist das klar, fragt Geshe-la? Ich fragte Geshe-la, eine Pause zu machen. Das nächste, zweite. In Tibetanisch ist es sehr gut erklärt. Nicht Dharma oder materielle Dinge nicht teilen. Da gibt es 2. Das erste ist nicht Dharma geben und keinen Reichtum oder materielle Dinge geben. Wenn jemand euch fragt, Dharma zu unterrichten und ihr das versteht, wenn ihr das Dharma kennt und wenn ihr die Thematik kennt und werdet gefragt, es zu unterrichten, und dann, wenn ihr aus Geiz es nicht tut, es gäbe bestimmte Umstände, aus bestimmten Gründen könnte man es verweigern. Man muss schauen, was das Bedürfnis dieser Leute ist und was und da muss man schauen, ob da nicht Fehler ist, ob es nicht falsch ist, der Person das Dharma zu unterrichten. Es könnte sein, dass das Dharma, das Sie fragen, Ihnen schadet. Oder es könnte sein, dass Sie die Thematik nicht beherrscht. Und dann ist es okay, das Dharma nicht zu teilen. Aber wenn man weiß, was Sie wollen und dann aus Geiz nicht dieses Wissen teilen will, dann ist das eine Übertretung. Und dann, was materielle Dinge oder Reichtum angeht. Wenn ein Bettler kommt und fragt euch, wenn eine arme Person euch Dinge fragt, die ihr habt, und dann, wenn ihr aus Geiz ihm nichts gebt, dann ist das eine Übertretung dieses Gelübdes.
Wenn ihr das Ding nicht habt, wofür die Person euch bittet, dann könnt ihr es nicht geben. Aber wenn ihr es habt und dann aus Geiz es nicht gebt, dann ist es eine Übertretung. Man muss immer die Situation sich anschauen. In Tibetisch sagt man, man muss sich die Bedürftigkeit und den Schaden anschauen, den man anrichten könnte, wenn man der Frage Folge leistet. Wenn man die Sache gibt, die die Person sich fragt, aber wenn es so aussieht, als ob es der Person schaden könnte, wenn man es gibt, dann ist es kein Fehltritt, wenn man es dann der Person nicht gibt. Da gibt es das Beispiel von der Person, die drogenabhängig ist oder Drogen, die man sich einspritzt oder Drogen, die man raucht. Und dann kommen sie und fragen euch Geld. Und es ist klar, dass wenn man ihnen Geld gibt, dann gehen sie und kaufen sich mehr Drogen, um ihre Gewohnheit zu unterstützen. Und deswegen schadet es ihnen. Es ist etwas, was ihnen schadet. Und es kann auch anderen Leuten schaden. Und wenn man dann sieht, dass das der Fall ist, dann ist es okay, kein Geld zu geben in dieser Situation. Das Beste ist, wenn Leute euch etwas zu essen oder zu trinken fragen und wenn man das dann geben kann, das ist eigentlich am allerbesten. Um jetzt zu schlussfolgern oder um zu beenden, wenn man bestimmte Möglichkeit hat und den Bettler fragt etwas, wenn man aber aus Geiz nichts gibt, dann ist es eine Übertretung. Dann ist es eine Übertretung des Gelübdes. Man hat Bodhisattva-Gelübde genommen. Wir haben uns damit einverstanden erklärt, alles zu tun, was wir können, um zum Wohle der fühlenden Wesen zu arbeiten. Und das ist Teil von dieser Arbeit, die wir ausführen müssen. Jetzt das nächste Gelübde, Nummer 3, ist nicht vergeben, auch wenn andere sich entschuldigen. Dieses dritte ist, wenn wir uns ärgern, wenn jemand etwas tut, was uns nicht gefällt, und dann ärgern wir uns und schimpfen mit ihnen und üben grobe Rede ihnen gegenüber aus und so weiter. Und dann entschuldigen sie sich und sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und wenn wir dann diese Entschuldigung nicht annehmen und weiter Ärger gegen sie hegen, wenn wir ihnen, also es geht darum, dass wir ihnen nicht vergeben. Das ist eine Übertretung und ein Fehltritt. Nicht zu vergeben auch oder nicht zu entschuldigen, auch wenn andere ausdrücken, dass es ihnen leid tut. Wenn die anderen sich uns gegenüber auch entschuldigen, dann sollten wir nicht weiterhin Groll hegen, sondern die Sache auf sich beruhen lassen.
대진 봉화사야지 가려고 하려나 대진 봉화사야지 네 가고 대진기 되는지 산지기 까마를 쓰는 라바이나 대진 봉화사라 그랬어. So the fourth one is Das vierte ist denying the Mahayana. This is the translation of the Tibetan. In English, it's added doubting and denying the Mahayana. das Mahayana anzweifeln. So what it means is saying that the Mahayana teachings Zu sagen, dass die Mahayana-Lehren des Buddha nicht die Belehrungen des Buddha sind. 장생기 돈 말로 장생기 되냐라 대산지가 말했어야다. Das besteht darin, die Lehren des Mahayana zu verwerfen. 다 제 로바들이 스스기 제 로바를 가보지. 신야라 제 로바 때문에 하고서 들리지나? 대진 공부 So in English, in the Succession Guru Yoga, it Im has Englisch doubting and sagt man, denying. The doubting is in brackets, das which means it's added. Mahayana bezweifeln und das Mahayana herabsetzen. Und ich habe Geshe-la darüber gefragt, ob es wirklich das ist. Und Geshe-la sagt, nein. Das Mahayana anzweifeln ist nicht Teil dieses Gelübdes, ist höchstwahrscheinlich nicht, bricht höchstwahrscheinlich nicht dieses Gelübde. Es ist eher, dass man für sich selbst dass das Mahayana Dharma die Belehrungen des Buddha sind. Man nimmt da eine entgegengesetzte Ansicht an, als die man hatte. Oder man sagt jemand anderem, dass die Mahayana-Lehren des Buddhas nicht Buddhas Lehren sind. Man kehrt den Glauben eines jemanden anderen um. So the fifth one. Das fünfte ist Darbringungen an die höchsten Juwelen an sich nehmen. Wenn Leute aus Respekt und so weiter Darbringungen an die Buddha Dharma Sangha machen und wenn wir diese Darbringungen stehlen, dann übertreten wir dieses Gelübde. 고르셔야지 야마 배우지 뒤스나 하고서 수수사나 그니 이려고 So, for example, if we're making pilgrimage to Bodh Gaya, wenn wir eine Pilgerfahrt nach Bodh Gaya machen und jemand gibt uns Geld mit, um Darbringungen an der Stupa zu machen und anstatt das Geld dafür zu benutzen, gehen wir damit ein gutes Essen uns kaufen oder geben es auf eine andere Art und Weise, geben wir es aus. Dann ist dieser Fehltritt auf jeden Fall begangen worden. Es ist dasselbe, wenn euch jemand etwas gibt, das ihr wenn jemand euch etwas gibt, dem Nandala-Kloster zu geben oder dem Dorje-Pamun Nonnenkloster zu geben, weil sie Sangha sind und sie sind die Sangha-Zuflucht. Wenn jemand euch Opfergaben gibt für die Sangha-Gemeinschaft und sie sind eine der 3 Juwelen und wenn man das dann für sich nimmt, dann hat man diesen Fehltritt begangen. Das ist das Eigentum der höchsten 3 Juwelen, Stehlen. Nummer 6 ist, den heiligen Dharma aufzugeben.
So here, this vow is set out without distinction between Man macht bei diesem Gelübde keinen Unterschied zwischen Hinayana und Mahayana Fahrzeugen. Das bezieht sich auf alle Lehren des Buddha, auf die 3 Körper der Buddha-Lehren. Wenn man eine Lehre aus den 3 Körpern nimmt und sagt, das sind nicht die Lehren des Buddha, dann hat man diesen Fehltritt begangen. So I was asking actually. Geshe-la sagt, dass dieses sagt, dass man etwas die Lehren des Buddha sind und man sagt dann einfach, sie sind es nicht. Wenn man dann und wenn man denn jetzt weiß, dass bestimmte Dinge die Lehren des Buddha sind und man sagt, diese stimmen nicht, wenn man akzeptiert, dass das Herzsutra die Belehrungen des Buddha sind und man sagt dann, das Herzsutra stimmt nicht, dann ist keine Übertretung dieses Gelübdes. Wenn etwas eine Lehre des Buddha ist und man behauptet dann einfach, es ist nicht die Lehre des Buddha, dann hat man das heilige Dharma aufgegeben. Das 7. ist die safranen Roben eines Ordinierten wegnehmen. Das oder das ist in Beziehung zu den Roben der Roben der Mönche oder Nonnen. Wenn jemand die stiehlt, dann entfernt man in ihre Roben. Diese Roben, das heißt so viel wie entkleiden. Dann entkleidet man Mönche oder Nonnen, wenn man ihnen ihre Roben stiehlt. Nicht mehr erklärt, das Symptom. Wenn ein Mönch in einem Kloster, wenn er jetzt nicht eine der 4 großen Fehltritte begangen hat, mit der Motivation, wenn mit der Motivation man etwas macht, dass dieser Mönch ihm, wenn man mit der Motivation ihm zu schaden etwas macht, damit er aus dem Kloster heraus ausgeschlossen wird, dann begeht man auch diesen Fehltritt.
Der Mönch, wenn er das Kloster verlässt, wenn er aus dem Kloster ausgeschlossen wird, dann gibt er diese Roben zurück. So then someone falsely accuses us. 미리 한번 구여에서 이거이나 근데 그마 한번 구여 말 중요 말고 둘로 근들어 몸이 쳐봐서도 둘로 비기자를 잠래야 말이야 그거 보면은 지도 비서나 그거 내가 지금 당해 어디 대담으로 So yeah, just to make it more clear. Es klar zu machen. So if there's two monks in a monastery, one Zwei Mönche in einem Kloster. Einer beschuldigt den anderen, fälschlicherweise einen Fehltritt begangen zu haben, damit er aus dem Kloster ausgestoßen wird. Und auf der Basis dieser falschen Beschuldigung wird der andere Mönch aus dem Kloster herausgeworfen wird. Dann hat der erste Mönch diesen Fehltritt begangen, diesen Wurzelfehltritt, diesen 7. Wurzelfehltritt begangen. Die Person, die diese falsche Anschuldigung macht, muss nicht unbedingt ein Mönch sein. Es kann auch jemand anders sein. Das nächste ist, eine der 5 unmittelbar ins Elend führenden Taten zu begehen. Wenn man die 5 unmittelbaren Handlungen sind, die Mutter töten, Vater töten, ein Aha töten, die Sangha zu spalten, eine Sangha-Spaltung zu verursachen und aus Böswilligkeit Blut von einem Buddha zu verursachen, dass der Buddha blutet. Killing one's mother or one's father, it's not impossible. Vater und Mutter zu töten ist möglich. Man hört, dass diese Dinge geschehen, dass solche schlimmen Dinge passieren. Für die meisten von uns, die Dharma praktizieren, ist es sehr unwahrscheinlich. Ein Aha zu töten, einen Feindzerstörer zu töten, ist schwer zu wissen, ob Feindzerstörer in der Umgebung sind. Es ist etwas sehr Rares. Feindzerstörer sind sehr rar. So then, just because we don't see that someone is not a photostroyer, doesn't mean they're not. Aber wenn wir nicht sehen können, dass jemand ein Feindzerstörer ist, aber heißt nicht unbedingt, dass es keine gibt. Shakyamuni Buddha existiert jetzt nicht und deswegen kann man diesen 5. Fehltritt begehen kann oder diese 5. Handlung auszuführen kann. So then, if in a Sangha community, wenn in einer Sangha-Gemeinschaft we slander,
wenn wir bestimmte Leute verleumden und dann eine Zwietracht sehen. Und dann, wenn sich dann ein Teil der Gemeinschaft löst von der ursprünglichen Gemeinschaft und an einem anderen Ort leben geht, dann haben wir diese schlimme Tat begangen, eine Spaltung in der Sangha herbeizuführen. So then here in the sixth session Guru Yoga it says distorted views. Guru Yoga in 6 Sitzungen spricht man. Rinpoche oft benutzt. Hier wird gesagt, verzerrte, antagonistische Sichtweisen vertreten. Rinpoche sagt oft lästern. Es geht hier darum zu sagen, dass Karma, vergangene und zukünftige Leben, Nirvana und Buddhaschaft, dass diese Dinge nicht existieren. Es ist einfach zu behaupten, diese Dinge gäbe es nicht. So because we're all, people who accept that past and future lives exist, accept the law of karma, cause and effect. So there's not much danger. Weil alle Leute hier vergangene und zukünftige Leben akzeptieren und auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Deshalb ist für uns die Gefahr nicht so groß, dass wir diesen Fehltritt begehen. Für die meisten von uns ist es der Fall, dass für die meisten von euch hier, ihr akzeptiert vergangen und zukünftige Leben und auch das Gesetz von Ursache und Wirkung Karma. Deswegen ist die Gefahr nicht so groß, dass wir diesen Fehltritt begehen. Aber es ist nicht unmöglich, diesen Fehltritt zu begehen, weil unser Bewusstsein sich ändern kann. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit den Ansichten, die wir hegen. Es ist sehr leicht, Buddhist zu werden. Sie haben in ihrer Erfahrung ein bisschen eine angenehme Erfahrung. Und dann kriegen sie Enthusiasmus und werden zu Buddhismen. Dann studieren und praktizieren sie. Sie nehmen vielleicht sogar Pratimoksha-Gelübde oder Bodhisattva-Gelübde und meditieren über Bodhicitta, je nach ihrem Verständnis. Und dann sehen sie, dass für manche Leute kann es auch dann passieren, dass ihr Bewusstsein sich nicht sehr verändert, weil sie nicht wirklich richtig mit ihrem Bewusstsein praktiziert haben. Dann auch wenn sie versuchen, Buddhismus zu praktizieren und dann nicht den Erfolg haben, den sie möchten, und dann ärgern sie sich und dann erzeugen sie Bedauern oder negative Gefühle dem Dharma gegenüber und geben das Dharma auf und erzeugen falsche Ansichten und sagen, alles, was der Buddha gelehrt hat, ist einfach nicht wahr. Es gibt keine vergangenen, zukünftigen Leben und ich glaube nicht, dass es Ursache von Gesetz, Ursache und Wirkung gibt. Und sie sagen, dass das vielleicht kindliche Reden sind, kindliche Ansichten sind, und dann geben sie alles auf. Also es ist nicht ganz unmöglich, dass man diesen Fehltritt begehen könnte. Ich habe manche Leute gesehen, die sich so verhalten haben.
raamendos mashu slamne ni dos shugi sudu jang de yores de shuni shu tan jela edla rum de yores ro. So some people, yeah, see, they meet Dharma newly, they have Manche really Leute strong begegnen enthusiasm, dem Dharma, then, they want to. lernen das Dharma kennen, haben ganz starken Enthusiasmus, wollen Zuflucht nehmen, wollen Gelübde nehmen. Und der Enthusiasmus ist so streng, egal was man ihnen sagt, sie hören einfach nicht darauf. Wenn man ihnen sagt, mach langsam, tu langsam, warte ein bisschen. Sie wollen das nicht hören und wollen immer weitermachen und Zuflucht nehmen und so viele versprechen. Und dann geht der Enthusiasmus runter. Dann geben manche komplett die ganze Sache auf. Und geben alles auf. So then we have to be really careful in this regard. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, besonders wenn wir von einem Ort sind, wo Buddhismus nicht Teil der traditionellen Kultur ist. An einem solchen Ort ist das Christentum sehr stark. Oder wenn man aus einem musulmanischen Land kommt und wenn man an einem Ort wohnt, wo Buddhismus etwas Neues ist, an einem solchen Ort muss man sehr vorsichtig sein. So it's like His Holiness the Dalai Lama. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt oft, dass der Zweck für Dharma-Zentren in nicht-buddhistischen Orten zu machen, ist nicht, um Leute zu bekehren, sondern den Leuten Freude zu bringen, ihnen zu helfen, ihren Geist zu transformieren und dadurch mehr Freude zu finden. Es geht nicht darum, die Leute zu bekehren und zu Buddhisten zu machen. Das ist nicht unbedingt der Zweck der Dharma-Zentren im Westen. Aber die meisten von euch, ihr seid schon Buddhisten geworden. Ihr solltet euch jetzt dann nicht wieder zurückentwickeln. Ihr solltet jetzt nicht mehr einen Schritt rückwärts machen. So then, if you change back, wenn ihr dann wieder einen Schritt rückwärts macht, dann ist es wie, dass egal was man macht, dass man dann damit weiterfährt. Es gibt einen tibetischen Ausdruck, den es nicht so leicht zu übersetzen ist. Dann wird man sehr unstabil. Zuerst glaubt man ein Ding und dann hört man auf, daran zu glauben. Und dann sagt man, jetzt glaubt man an etwas anderes und dann verwirft man das. Und dann, egal das, was man auch an das, woran man dann danach glaubt, fällt es einem schwer, darin sich zu festigen. Deshalb sollten wir vorsichtig sein. Das nächste ist Orte wie Städte zu zerstören, es mit zu bombardieren und zu zerstören. Eine Stadt oder ein Dorf. Darunter fällt auch
Häuser von Leuten durch Feuer zu zerstören oder wenn man bestimmte Umgebungen zerstört, dass man die Wesen, die Tiere oder die menschlichen Wesen, die darin wohnen, zu schaden oder zu töten. Das ist auch Teil dieses Fehltrittes. Es ist sehr wichtig, die Umgebung zu schützen. Aus diesem Gelübde wird uns klar, wie wichtig es ist, unsere Umgebung zu schützen. So then the next one is Nummer 11, Lehrheit an die Personen zu lehren, die spirituell unreif sind. Das heißt nicht einfach, dass man jemandem Lehrheit unterrichtet, der es vorher noch nicht studiert hat. Es ist eher, wenn ein Bodhisattva da ist und schon Bodhicitta hat und aber noch keine Lehrheit studiert hat und dann unterrichtet man ihm die Lehrheit und dann fällt er in das Extrem des Nihilismus und gibt sein Bodhicitta auf. Dann hat man diesen Wurzelfehltritt begangen. 그래도 전주선 돌나? 데려다 딜라디가네다 남셔진데 가을 가시게 된들라고 하래. 동이 땡초 말이서. 미카주만주 동이게 셰초 말이서라고 하래. 대단히서 말이서. 자, 동이 셰바이나 단다 된데기 내가 용사기 된데 시들라 동이 마된라마도 신 동이 땡바이나 동이를 태듬 사와든지 선은 받으면 싸기 위해서는 다 가려고 그래. 다 집이 좀 십자가. 누가 십자가 있어요. 저는 되게 십자가 있어요. 전단이 태듬 싸웠던지 아니 가려고 그래. 고아지지 주도마 누가 작을 선송을 해서 근데 인디가네 동이 되는 지고 그랬어. So Geshe was asking what it says in there's this FPMT Bodhisattva Vows book. Wie steht es in dem FPMT Bodhisattva Gelübdebuch? Da wird gesagt, manche Leute sagen, dass es ist, wenn man Leuten Lehrheit unterrichtet, die das noch nicht studiert haben. Aber Geshe sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Es ist spezifisch für den Fall, den ich jetzt gerade erklärt habe, wenn jemand Bodhicitta hat, aber Lehrheit noch nicht studiert hat. Und wenn man ihm dann die Lehrheit unterrichtet und er in Nihilismus verfällt und er dadurch sein Bodhicitta aufgibt, dann begeht man diesen Fehltritt. In einem Text wird auch gesagt, dass man auch nur einen Zweifel über die Richtigkeit der Lehrheit oder ein Ahnen hat, dass die Dinge leer sind, dass das ungeheure Verdienste schafft. Deswegen kann das nicht der Fehltritt sein, in jemand zum 간데스 하고 그랬어. 전주 삼바이메디. 모기 미시보다고 통했어. 모기 미지 군수생계 열경 동이 콜라 마셰바 칸데스. 아. 디열에. 지단 완전 전주 삼바라 안군놈보다 또 무슨 인식이 됐어. 단대 전한테 라서야.
Die Frage war, wie kann jemand Bodhicitta haben, ohne etwas über die Lehre der Dinge zu wissen? Das gibt es, weil inmitten der Bodhisattvas gibt es diejenigen mit scharfer Intelligenz und die mit ein bisschen dumpferer Intelligenz, mit weniger Intelligenz. Bei den Bodhisattvas mit geringerer Fakultät gibt es welche mit sehr geringer Kapazität, mit einem dumpfen Geist. Da kann es welche geben, die Bodhicitta haben, ohne Bodhicitta zu haben. Im Allgemeinen sagt man, genau wie, dass man Entsagung haben kann, ohne die Lehre der Dinge zu verstehen. Es kann Leute geben, die nur Geistschule haben, akzeptieren, haben Entsagung und haben aber nicht die wirkliche Lehre der Dinge verstanden. Hier, wenn von der Leerheit spricht, dann reden wir über die Prasangika-Sicht der Leerheit, dass die Dinge leer von inhärenter Existenz sind und dass nichts wirkliche Existenz hat. Und die Leute, die die No-Geist-Schule als ihre letztendliche Sicht annehmen, dann gibt es 3 Arten von Phänomenen. Die Phänomene, die durch andere Dinge zustande kommen, dann die wirklich etablierten Phänomene und dann die zugeschriebenen Phänomene. Und die wirklich etablierten und durch anderes entstandenen Phänomene werden als wirklich existent. Und da komme ich jetzt nicht mit. Also wenn ein Anhänger der No-Geist-Schule kann Bodhicitta und Entsagung erzeugen, auch wenn er nicht die Prasangika-Sicht der Leerheit akzeptiert. Und besonders die No-Geist-Schule akzeptiert nicht, dass abhängiges Entstehen die Bedeutung der Leerheit ist und dass Leerheit die Bedeutung von abhängigem Entstehen ist. Die No-Geist-Schule sagt, weil etwas ein abhängiges Entstehen ist, deshalb existiert es von eigener Seite her. Das ist genau das Gegenteil. Die No-Geist-Schule glaubt nicht an subtile und dann noch subtilere Arten des abhängigen Entstehens. Sie sprechen eigentlich nur über das abhängige Entstehen von Ursache und Wirkung, von dem abhängigen Entstehen von Ursache und Wirkung. Sie akzeptieren nicht die Abhängigkeit von Benennung durch ein Konzept. Und deshalb wird gesagt, dass es
Bodhisattvas gibt, die nicht die Lehre der Dinge realisiert haben. Deshalb müssen wir jetzt zugeben, dass es Bodhisattvas aus der No-Geist Schule gibt. So the next one is discouraging others from full enlightenment. Andere von der vollen Erleuchtung abbringen, sie entmutigen. Wenn jemand Bodhicitta erzeugt hat und in die Praxis der 6 Vollkommenheiten eingetreten ist und man ihnen dann sagt, durch diese Praxis könnt ihr nicht Erleuchtung erreichen oder wenn es möglich ist, dann dauert es so schrecklich lang. Warum nicht besser das kleinere Fahrzeug praktizieren und dann kannst du dich selbst viel, viel schneller vom Leiden befreien. Und wenn die Leute dann daraufhin dann aufgeben, für vollkommene Erleuchtung zu streben, dann hat man diesen Fehltritt begangen. So then, if someone takes pratimoksha vows, wenn jemand Pratimoksha-Gelübde genommen hat, and then, well, if oneself takes pratimoksha vows, wenn man selbst Pratimoksha-Gelübde nimmt oder eine andere Person das macht, und wenn man selbst dann beschließt, dass es hat keinen Sinn mehr, diese Gelübde zu halten, da ist kein Nutzen drin, und wenn man die dann aufgibt, oder wenn man jemand anderem das erzählt, dass es keinen Sinn macht, diese Gelübde zu halten, und sagt, warum gibst du die nicht zurück, dann entsteht dieser Wurzelfehltritt, dass man anderen verursacht, ihre Pratimoksha-Gelübde aufzugeben. So then in the explanation of the vow, in der Erklärung dieses Gelübdes wird gesagt, so there's some debate a little bit. Es gibt eine Debatte. Es ist gut zu debattieren, um die Dinge klarzustellen. In der Erklärung im Heft fragt Geshe-la, das ist dasselbe wie Geshe-las Erklärung. Die Hauptübertretung dieses Gelübdes ist, wenn man jemand anderem sagt, was nützt es dir, deine Pratimoksha-Gelübde zu halten, wäre es nicht besser, dich in etwas anderes zu üben. Und man ermuntert sie, die Pratimoksha-Gelübde aufzunehmen.
Und dann als Resultat machen sie das denn. Das ist die gewöhnliche Art und Weise zu erklären, wie man dieses Gelübde übertritt. Aber wie ist es denn mit einem selbst, wenn man so denkt, wenn man so zu sich selber spricht und dann beschließt, die Pratimoksha-Gelübde aufzugeben? Und dann begeht man auch diesen Fehltritt. Es gibt eine Debatte darüber, ob es dann auch tatsächlich auch ein Fehltritt ist oder nicht. Right. Yeah, so the reasoning is that because when you say to something else, Die Überlegung ist, dass wenn man es zu jemand anderem sagt, dann setzt man die Praxis der Pratimoksha-Gelübde herunter. Zuerst muss man diese Gedanken im Kopf haben, die einen dazu motivieren. Und wenn man die Worte nicht mit dem Mund ausspricht, aber dieselben Dinge zu sich selbst sagt, dann, wenn man es dann wirklich tatsächlich selber auch tut, dann scheint das auch eine Übertretung dieses Gelübdes zu sein. So then the next one is belittling those who follow the Hinayana. So this is, for those followers of the Hinayana, belittling them, saying, diejenigen herabzusetzen, die dem Hinayana-Fahrzeug folgen, indem man sagt, das ist nutzlos. Egal welche herabsetzenden Worte, die man benutzt, wenn man solche Dinge sagt, über die Praxis oder die Praktizierenden des Hinayana sagt. So then, for example, if you say by practicing the Hinayana Wenn man path, zum Beispiel sagt, dass wenn man den Hinayana-Pfad praktiziert, dann kann man nicht frei werden vom Samsara. Dadurch setzt man den Hinayana-Pfad herunter. So if you say they have self-cherishing, then that's not. Wenn man sagt, die Leute des kleineren Fahrzeuges haben noch Ich-Bezogenheit, das setzt nicht das Fahrzeug herunter. So like His Holiness Dalai Lama Seine Heiligkeit also says sagt that, oft, not only speaking about the hearer vehicle, but even speaking about any religion or all religions. Nicht nur über das Fahrzeug der Hinayanas, sondern einfach auch andere Religionen herabsetzen. Das ist auch ein Fehler, weil all diese Religionen das Potenzial haben, den Leuten von Nutzen zu sein. Wenn man diese Religion dann herabsetzt, dann begeht man auch in einer gewissen Weise diesen Fehler. Eine andere Sache, die seine Heiligkeit oft sagt, ist, dass es ist wichtig, Harmonie zwischen verschiedenen Religionen zu machen. Wenn wir eine Religion heruntersetzen und sie klein machen, dann schafft das eine Disharmonie zwischen den Religionen und den Leuten, die diese praktizieren. Das schafft Uneinigkeit. Wenn wir Harmonie zwischen den verschiedenen Religionen und ihren Praktizierenden herstellen, dann bringt das mehr und mehr Frieden in dieser Welt. Und das ist, warum seine Heiligkeit sich so viel Mühe gibt, mehr Harmonie zwischen den Religionen herbeizuführen. Es ist wichtig, dass wir Respekt vor anderen Religionen haben. Wenn wir andere Religionen beschimpfen oder herabsetzen, dann ist es schwierig, sie zu respektieren. Dann kommt dieser Respekt nicht.
So just to clarify that if you deprecate other religions, though, it's a negativity, but it's not this. It's not a transgression. Heruntersetzt, dann ist das eine Negativität, aber es ist nicht eine Übertretung dieses Gelübdes, dieses 14. Gelübdes. Aber es ist trotzdem sehr wichtig, andere Religionen nicht herabzusetzen. So the next. So the next one is proclaiming false realizations. Well, see again here it has something in brackets, which again. Das 15. ist So what's in brackets doesn't inform Official's explanation. das 5. Die Dinge, die in Klammern stehen, gehören nicht unbedingt. Im Tibetischen heißt es falsch zu behaupten, Realisationen zu haben. Und hier geht es darum, zu behaupten, dass man die Leerheit realisiert hat. Wenn man es nicht, oder dass man Bodhicitta hat, wenn man es nicht hat, dass man allerhand Sachen sehen kann, wie Geister und so weiter. Das ist, und wenn das eine große Lüge ist. So it's really the case that when we speak in certain ways that we can. Je nach der Art und Weise, wie wir sprechen, dann besteht die Gefahr, dass wir diesen Fehltritt begehen. Wenn wir so reden, dass wir irgendwie darauf hinweisen, als dass wir hohe Realisationen haben. Und wenn andere Leute das glauben, oh, diese Person hat wirklich sehr hohe Realisationen, dann begehen wir diesen Wurzelfehltritt. So that is proclaiming false realizations. Then the next Das one ist is falsche Realisationen proklamieren. Dann das 16. ist das Eigentum der 3 Juwelen beschlagnahmen. Der Unterschied zu dem vorherigen ist, dass da haben wir selbst Dinge genommen, die dem Buddha, Dhamma und Sangha dargebracht wurden. Aber hier besteht der Unterschied darin, dass jemand anderes diese Dinge stiehlt, die der Buddha, Dhamma, Sangha dargebracht wurden und dann uns diese Dinge gibt und wir nehmen sie an, wir akzeptieren sie. Yeah. Yeah. I have a question about there may have been something that was stolen, then was resold, somebody bought it as a gift, gives it. In such a case, one is not sure, but one may have a suspicion. What's the situation there? Wenn man nicht sicher ist, dass etwas gestohlen wurde und wenn man es dann annimmt,
Wie ist dann die Situation? 다들 셰신들이야 말아. 들이 말. 저도 말. 들이 하마거나. 대다들이 말. So no, if you don't know that it Wenn man nicht weiß, has been stolen dass es gestohlen wurde von den Buddha Dhamma Sangha, dann ist es nicht dieser Wurzelfehltritt. knowingly accept something that has Man been muss, stolen from the Buddha Dhamma Sangha. man muss bewusst etwas annehmen, von dem man weiß, dass es von Buddha Dhamma Sangha gestohlen If wurde. this is not the case, then it Wenn das becomes nicht der Fall ist, danger. dann wird es eine große Gefahr. So yeah, if we don't know, then it's not this fault. Wenn wir It's nicht rather wissen, knowingly dann accepting ist dieser Fehltritt nicht begangen. taken from the Buddha Dhamma Sangha. It means we Es ist- accept something that we know has been stolen from the Buddha Dhamma Aber Sangha. wenn wir wissen, dass etwas gestohlen wurde von Buddha Dhamma Sangha und es dann bewusst annehmen, dann ist der Wurzelfehltritt geschehen. 참등에 삼등 곰등에 들려라. 예바당지 디기 아니 예제기 가서 요제 칼라다 로송당한테 여러 진술래니 다 시에는 제바 삼등 곰마징을 대서나 삼등 곰야를 냠부고 와 어디라 준시 당면도 내가 증인 잡았는데 송샤스. So the next one is called passing false judgment. So this means Nächste ist there's falsche. someone or some people meditating. Falsches Urteil abgeben. Meditating on calm abiding. Wenn So it jemand means meditating in order to generate auf ruhiges Verweilen the concentrations. meditiert, um Konzentration zu entwickeln. Thinking that Und that's dann, not important, or for whatever Und dann zu reason, denken, dass das taking away nicht their wichtig social ist und dann and giving ihre it to someone who just recites texts or ihre does something else. Unterhalt wegnehmen und es den Leuten geben, die nur Texte rezitieren. Dann können die Leute ihre Meditation nicht fortsetzen. Wenn dann durch diese Beschlagnahmung ihre Fähigkeit, die Meditation fortzusetzen, beeinträchtigt wird, dann begeht man diesen Wurzelfehltritt. 롱베도다마 툼버지는 짐 속으로 대마저제 짐 제바 렘다전 지하지가 용으로 어딘들레 로초서 됐어. 얘는 사두 자기는 자동 차줘서 됐어. 자주 나는 앞으로 하면서 그냥 됐어. 그지. 와 자부다부지나 고전 유심 이 다디 도마슈나 거기 롱베들 짐이 봤어 봐이나 디지랑 짐서디 자부다 근데 쓰고로 롱베는 더 기구도 오지나 기구 쓰고로 기구기 이 침디 틈바시 쓰고로 나도 침 가지만 저기 기구소서 대바진다면 됐으나 내가 누구로 라발론이 지금 누구로 어디인가 근데 침 잡아이나 아니 디고 말이었어. So then more generally, so here in this style it's talking about specifically Hier spricht man spezifisch It's talking specifically about when it says in spricht English, dich- passing false judgment. Here, judgment is like a translation of the word that means more generally falsche rules, Urteile discipline, or laws. abgeben, aber das ist die Übersetzung von einem Wort, das eigentlich eher heißt, Geshe is saying, the falsche laws, Gesetze oder Regeln explanation, anwenden. it explains specifically with regard to people Es wird speziell erklärt in Bezug auf Leute, die meditieren und die versuchen, for example, in a country, Konzentration zu if a entwickeln. king makes Wenn zum Beispiel laws, in or, einem Land ein König Gesetze macht, if the disciplinarian of the monastery oder wenn makes rules that are harmful, to der Aufseher eines cause the Klosters studies to decline, for example, Regeln macht, die dazu führen, dass das Studieren weniger wird. or a country, they are harmful. Und wenn die Gesetze in einem Land den Menschen schaden, das kommt auch unter diesen Wurzelfehltritt.
Did I miss something? Making another translation is making. Eine andere Übersetzung besteht, in einer anderen Übersetzung wird gesagt, falsche Regeln aufsetzen. Schlechte Regeln erlassen. Das nächste ist das leichteste, Bodhicitta aufzugeben. Wenn wir Bodhicitta auch Zeugen und Bodhicitta-Gelübde nehmen und wir denken, dass der Nutzen aller Wesen herbeizuführen zu schwierig ist und dann gibt man das auf im eigenen Geist und es aufgibt und das Streben nach Erleuchtung aufgibt, dann begeht man diesen Wurzelfehltritt. Denn es besteht eine ganz große Gefahr, dass wir diese Übertretung begehen. So when we generate bodhicitta, we have to generate the aspiration to accomplish the Bodhicitta entwickeln, dann müssen wir die Bestrebung erzeugen, den Nutzen aller fühlenden Wesen herbeizuführen. Und mit dieser Absicht, wenn wir diese Absicht haben, dann kann es sein, dass unsere Schwierigkeiten anwachsen. Dann besteht die Gefahr, wir haben die Absicht, aber dann sehen wir, ich kann nichts machen, um dieser Person zu helfen oder der Person zu helfen. Und dann kriegen wir dann nachher das Gefühl, dass wir überhaupt nichts tun können, um anderen zu helfen. Und dann besteht die Gefahr, dass wir unser ganzes Projekt, anderen zu helfen, aufgeben. In so ein Zustand kommt herbei, weil wir nicht unser Bewusstsein auf die korrekte Art und Weise geübt haben. Es ist, weil wir das Bewusstsein nicht richtig gereinigt haben. Wir haben einen gewissen Enthusiasmus für Bodhicitta, nehmen die Gelübde. Wir tun so, als ob wir über Bodhicitta meditieren, aber wir haben nicht das Bewusstsein richtig gereinigt. Dann kann so etwas geschehen. In den 37 Praktiken eines Bodhisattva wird deswegen gesagt, dass wir am Anfang zu einem isolierten Ort gehen sollen, an einem abgelegenen Ort, um zu praktizieren. Weil all die Dinge, die rund um uns herum geschehen, wir hören so viel Gerede, Dinge, die wir gern haben oder andere Dinge, die wir nicht so gern haben, dann kann sehr schnell geschehen, dass unser Bewusstsein verwirrt wird. Und deshalb wird in den 37 Praktiken gesagt, dass die Praxis der Bodhisattvas darin besteht und an abgelegenen Orten, isolierten Orten gehen soll, um zu meditieren. Es ist vielleicht gut, wenn wir an einen abgelegenen Ort gehen, um zu praktizieren. Einer dahin, einer dahin. Wo es darum geht, zu behaupten, dass man Realisationen hat. Kirtan Rinpoche und Lama Zopa Rinpoche sagen, dass es da hauptsächlich um die Wahrheit der Dinge geht. Und sie übersetzen es so über das tiefgründige Lügen.
oder fälschlicherweise zu behaupten, das Tiefgründige, die Leerheit realisiert zu haben, dass dieses Gelübde sich nur auf diese Realisation bezieht. Und dass der Fehltritt dann zustande kommt, wenn die andere Person glaubt, dass man die Leerheit der Dinge realisiert hat. Das ist Lama Zopa Rinpoches Aussage. Sorry. Yeah, so the question is, Venerable Rabina is asking the question, saying that in the commentaries by Kirti Central Rinpoche and In den Lama Zopa Rinpoche, Kommentaren von Tsenchab Rinpoche und Lama Zopa Rinpoche sagen, dass der 15. Fehltritt darin besteht, falsch zu behaupten, dass tiefgründige Leerheit realisiert zu haben. Leerheit steht in Klammern. Im tibetischen Text kommt Leerheit auch nicht vor. Aber sie sagen, dass das 15. Gelübde, dass es sich spezifisch auf die Leerheit der Dinge bezieht, wohingegen Geshe-la erklärte, dass es sich nicht unbedingt auf die Leerheit beziehen muss. Also, Shen Dure, Karsana, Sabjima Vasla, the Galor, Dun Chimbusha Vasla, what is? Dun Chimbusha Vasla, what is? Dun Chimbusha Vasla, the Galan Kalor. Cheda, the Dun Chimbusha Vala, the Galata, so. What do you do? Sabjima Dures. So, yes, definitely, if you Geshe sagt, ganz bestimmt, wenn man Leerheit nicht realisiert hat, so if you knowingly have not realized emptiness, die Leerheit der Dinge nicht realisiert hat, aber auch wenn man so tut, als ob und das anderen ausdrückt, dann hat man ganz bestimmt diesen Fehltritt begangen. Aber allgemein wird auch gesagt, das wird auch allgemein als große Lüge bezeichnet. Und eine große Lüge ist nicht nur in Bezug auf die Leerheit, sondern auch in Bezug auf andere hohe Realisationen, die man bewussterweise nicht hat, aber dann falsch behauptet, sie zu haben. Dann ein anderes, Nummer 14. Niemo. Yes. It seems what I'm seeing here from Kelly Center Rinpoche, the 14th, the belittling Hinayana is in the Hinayana herabsetzen. Im Kontext, you don't need it to practice Mahayana, that it's dass man das Hinayana nicht braucht, um das Mahayana zu praktizieren. Und dass das Hinayana minderwertig ist und nicht praktiziert zu werden braucht, wenn man das Mahayana praktiziert. Das ist eine andere Deutung, die Kirti Tsenchab Rinpoche gegeben hat.
niarang tekwa member shedingane di sadun di res yinen chedang niarang tekwa kyonju jena di tsang sadun di yensen mares niarang meba jigo mares에 네 niarang meba jigo mares chedang teching chokpadang teching the tekwa chenbo chokpadang niarang tekwa member tsangba sadun di 나라를 들어와. 그래서 대전바디기 고마르에서 라빈드는 프랑스도 야가 있는 라빈 거라 냠도. 와. 이제 야가래. 군도도 야가래서 라고로. 이제 하나 냠도. 네, 뭐 기티가 디라고 많이 봐. 배나 20초까지. 니랑 이타고 견주전. 만들 콘서트 전주선도 좀 봐요, 말아. 근데 얘네한 다 하면서. 이제 단다디 계시기는 전주선도 좀 봐요, 계시는 거. 전주선도 좀 봐요, 계시는 이거는 그 대전이 냠는 집이었어. 대면이 냠는 집만 지어 말이 대전 야가래서 쇼를 냠도 레빈 거라. 디체와인가 달라다는 니에메 수고하래서. 니랑 견주 제바다 짱 말했어. 찍고 말했어. 니랑 진짜 제가 찍고를 두고 말했어. 저라 대진이야 돼야 돼. 냠도 레인 거래서. 내가는 뒤두고 그랬어. So Geshe was saying, well, this is in the context of a person who has the Bodhisattva vow. Das ist im Kontext einer Person, der die Bodhisattva-Gelübde hat. Und die Leute, die die Bodhisattva-Gelübde haben, praktizieren. Just by criticizing the Hinayana, indirectly, indem man auf eine indirekte Art und Weise. So it would become this downfall. Thank you. And there's another one. Maybe we should give other people. Andere Leute sollten auch. The first, can I say it or not? I'm going to hand the mic over. Ask. The first one, it's Das not. erste. The first one here is translated as praising oneself and belittling others. Sich selbst loben und andere kritisieren. So it seems to me that it was in relation to the one you anyway, that's the difference. Just asking. And or. Ist es und oder? Ist es und oder oder? Ist es und oder auch und oder? 가루 연어 디그리. 또 랑라 디 가도 녀바 용야 된달라. 랑 녀바다 랑게라 용야 된달라. 차발 때네. 시행을 뭐 받지나. 내가 레시 잡인디가네. 다 되베기 동화 시행메베기 동화선 니 잡는 롱에 요레스. 니 잡레레레 두그리스. 가서 가시라. 자동 접제에서 라야 돼. 가시라 접제디 죽을 때는 누구 알았어. 가시디당게 린더마 방진레레레 니리 잡아도 군조 숨사데 숨 잡아도 된데서 용거 알았어. 군조 레레레레 누구 알았어. 언제나지. So no, it doesn't need to be both. It can be either one. Es muss nicht beide sein, es kann eins von beiden sein. Der Hauptkriterium ist Anhaftung an Lob, Respekt oder Reichtum. Entweder lobt man sich selber oder man kritisiert die anderen. In manchen Fällen wird sogar der erste in 2 Fehltritte aufgeteilt. Und das eine ist entweder sich selbst loben oder die anderen herabsetzen. Manchmal werden 18 aufgezählt, manchmal 19 oder sogar mehr Dinge. Zum Beispiel von den 3 Juwelenstelen kann aufgeteilt werden in 3 verschiedene Fehltritte aufgeteilt werden. Eine Frage. Other questions? Yeah, I have also a question.
About the 14th believing those who follow Hinayana. What is about other Über die Mahayana 14. traditions or other Buddhist traditions? Was ist über die anderen Mahayana-Traditionen oder die anderen buddhistischen Traditionen? Die werden auch manchmal herabgesetzt. Andere buddhistischen Traditionen wie zum Beispiel die 진지 제단 제바인 불어. 진지 제단 제바인 불어. 진도 산지가 말해서 좀 진지지나. 그 군지 체제야 진도 산지 송자고 말해서 진지지나. 한 최봉이 되는 루로. 다디 양코베데 칼로르다. 년도나지 군도 될 때는 람곰니 펜도 용하여 말해서 여러분들 내준지로도 내 형선은 양어진 버렸어. Geshe-la sagt, es gibt verschiedene Arten und Weisen, andere Traditionen zu kritisieren. Wenn man über eine andere Mahayana-buddhistische Tradition sagt, wenn man sagt, das sind nicht die Lehren des Buddha, die Art und Weise zu praktizieren oder diese Lehren sind nicht die Lehren des Buddha, dann kommt das unter den Fehltritt von Dharma aufgeben. Aber wenn man sagt, in Abhängigkeit von dieser Tradition kann man sich nicht vom Leiden befreien oder vom Samsara befreien. Dann ist eine große Gefahr, dass es das 14. ist. Dass es mit diesem 14. Fehltritt zu tun hat. Ich werde jetzt die 4 Umstände erklären, schnell. Die 4 bindenden Faktoren. Von diesen 18 Fehltritten, welche brauchen die 4 Bedingungen, damit sie eine vollständige Übertretung sind? Im Bodhicitta aufgeben und falsche Ansichten halten, brauchen nicht die 4 bindenden Faktoren. Nur einfach diesen Fehltritt zu begehen, genügen, um das Bodhisattva-Gelübde an der Wurzel abzutrennen. Und die anderen 6 im Gelübde brauchen 4 bindende Faktoren, um vollständig zu sein, damit der Fehltritt vollständig ist. 가시군이 저도 말로 봤다 마세 가병만이 주야 가시고 와 저도 가고 와서 가서 마산다고 채나고 돈에 아니 제소나 군지시 참아서 그래서 디시 참소나 아니 자동 자동으로 디시 마사나 자동 말해서 So then with regard to those remaining 16 of the root was die 16 Wurzelfehltritte anbelangt, die brauchen diese 4 bindenden Faktoren, um komplett zu sein. Was sind die 4 Bedingungen? Das steht im Guru-Yoga, dass in 6 Sitzungen die Übertretung nicht als schädlich zu betrachten. Wenn man nicht einsieht, dass diese Dinge zu tun schädlich ist. Zweitens, den Wunsch nicht aufgeben, sie zu wiederholen. Nicht zu denken, das werde ich jetzt nicht wiederholen, sondern zu denken, es ist okay. Dann drittens, dabei Freude zu empfinden, also sich und dann weder Scham noch Gewissensscheu aufzubringen, dass man es gemacht hat. Wenn man diese 4 Umstände vollständig beisammen hat, dann ist es ein vollständiger Fehltritt.
Geshe-la said at the beginning. 가래. Lockdown down Johnson Pongwan. 낮춰서. That's it. 낮춰서. 대인들가는 군지심 다 녀바 계속 제가 있는 군지심 와서 되게 좀 그랬어. 그것이 마상에 이렇게 좀 녀바 계속 싸워 있는 군지심 와서 되게 좀 그랬어. So if you do one of those 16 Wenn man einen dieser 16 Fehltritte geht, dann ist es sehr wichtig, dass man die 4 bindenden Faktoren nicht vollständig begeht, dass man die 4 bindenden Faktoren nicht alle damit einbezieht. If you do a complete transgression, wenn man einen vollkommenen Fehltritt hat, dann verliert man dieses Bodhisattva-Gelübde von der Wurzel her. Das ist dann sehr, sehr schwierig, weiter die Bodhisattva-Gelübde in diesem und zukünftigen Leben weiter zu praktizieren. Aber solange man keinen Wurzelfehltritt macht, dann kann man die Bodhisattva-Praxis in diesem Leben und zukünftigen Leben weiterführen. Und dann kann man als geboren werden und als kleines Kind die Gelübde haben. Verstehe ich es nicht. Ja, das ist die was. Das ist das so. Das Rugged Romazo. Da nije shirude, shegwana wan tajure. Shegwana kaliga. Yamena pejama tamjure. So then we finish the Jetzt beenden wir die Erklärung der 18 Grundgelübde der Bodhisattvas. Wir können die 46 Nebengelübde in der Zukunft vielleicht schauen. Und wenn wir keine Zeit finden, in der Zukunft uns diese anzuschauen, dann gibt es sehr viele Texte, die sie erklären. Jetzt sollten wir die Tugenden widmen. 말한도 사셔 지고 많이 봐. 담ling 용라. 최징에 망고 싫어요. 된 상에 얘기다. 대자 많이 봐. 주주자가 쓰다 잡아 탐지 얘기다. 냠도 뭐 지기는 야부졌어. Nicht nur die Tugenden der Wurzel, die wir hier jetzt angesammelt haben, sondern alle Wurzeln der Tugend, die in allen fühlenden Wesen im Universum existieren, dann freuen wir uns darüber in alle Wurzeln der Tugend, die alle Buddhas und Bodhisattvas geschaffen haben. Wir freuen uns daran. 뭐야 대화다 어디 가는 거 몰라나? 심지어 탐지. 아니 동네 타다를 쳐. 대화는 대화. 아니 탈도 전주 있습니다. 가서 조배 산지지 고방 토가. 제도 너무 그랬어. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu widmen, aber lasst uns widmen, dass alle fühlenden Wesen sich von allen Formen oder Arten des Leidens befreien können und den Zustand der vollkommenen Erleuchtung erreichen, erlangen. Lasst uns für diesen Zweck widmen. Um das zu erlangen, müssen wir selber Bodhicitta erzeugen. Wenn wir das Gebet zur Verwirklichung von Bodhicitta
rezitieren, dann sollen wir nicht nur an uns denken, an uns selbst denken, sondern an alle fühlenden Wesen. And especially, may we pray that all the leaders in the world, especially the besonders bad leaders, alle Leute, alle Oberhäupter in dieser Welt, besonders die Schlechten, die so viel Schaden in ihren eigenen Ländern und ihrem eigenen Bewusstsein anrichten, mögen besonders diese Politiker und leitenden Personen in allen fördern, besonders in ihrem Bewusstsein Bodhicitta entwickeln und auch im Bewusstsein von Xi Jinping, dem Führer von China. Möge besonders in seinem Bewusstsein Bodhicitta entstehen. Es ist wirklich wichtig, dass diese führenden Personen ein gutes Herz entwickeln, das Bewusstsein von Bodhicitta entwickeln und solche Realisationen haben, weil dann können sie so viel machen, damit Freude in dieser Welt entstehen kann. Die können so viel dazu beitragen. 상제발라 돈이도 싫어 매발라 탑지고기 탑전기 김지고 예도입니다. 돈이도 싫어 줄을 제야 심지 탐지 줄을 제야 많은 잡으셨어. Nicht nur das, sondern auch um den Zustand der vollkommenen Erleuchtung zu erreichen, brauchen wir nicht nur die Realisation von Bodhicitta, sondern auch die Einsicht in die Leerheit der Dinge. Dann widmen wir dafür, dass das in unserem Bewusstsein erzeugt wird und auch im Bewusstsein aller fühlenden Wesen. Magye Panamgi Jeva Nyamba Mebayi Kone Ganu Bewayijo. 돈이 타와던 전주 셈지로 잡아라 대다 땡이 아니 람 필하고 차상 야고 땡통이 람하고 그랬어. 와 디인단 달마 자와를 보셔도 람 서발라 소베기 아니 람마 현다다 소소소 저와요 람마 간데이나 구지샤베 땡아니 말람다 년도 안 되죠. So in order to actually generate these realizations, diese Realisation zu entwickeln, von Bodhicitta und der Weisheit, im eigenen Bewusstsein und dem Bewusstsein aller anderen, ist es unglaublich wichtig, sich auf einen vollkommen qualifizierten spirituellen Lehrer zu verlassen, der den fehlerfreien Pfad uns zeigen kann, den ganz fehlerfreien Pfad. Deshalb leben wir für das lange, stabile Leben seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche und für alle spirituellen Lehrer, mit denen wir eine Dhamma-Verbindung haben. So just as an aside, just recently I offered the Ich habe jetzt vor kurzem die Gebete, die wir für seine Heiligkeit gemacht haben, zum
Private Office seiner Heiligkeit. Und seine Heiligkeit hat gesagt, dass er bis zum Alter von 110 bleiben kann. Und dann hat mein eigenes Bewusstsein sich sehr entspannt. Es gibt sehr viele Prophezeiungen, Voraussagungen in verschiedenen Schriften über seine Heiligkeit und seine Aktivitäten. Und seine Heiligkeit kennt diese alle. Und er sagt, dass er die Absicht dass er von seiner Seite her die Absicht hat, all diese Verantwortungen zu übernehmen. Thank you. Merci. Grazie.